Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das hier ist das H&F Nicolai CD2 und das ist wie so eine hippe Loftwohnung, denn hier wurde ein bestehendes Gewerbeobjekt genommen und komplett modernisiert und umfunktioniert. Und das gucken wir uns heute mal an. H&F wurde 2015 von den drei alten Fahrradhasen Michael Hecken, Kalle Nicolai und Benjamin Börjes gegründet. Deswegen auch H&F. Und ihr Plan war, hochwertige Alltags-E-Bikes auf den Markt zu bringen. Das machen sie jetzt seit einigen Jahren auch sehr erfolgreich. Kurz nach der Gründung haben sie dann auch ihr erstes Cargo-Bike vorgestellt, das CD1, das primär für den gewerblichen Zweck gedacht war und einige technische Schmankerl hatte, das wir auch in diesem Bike jetzt wieder finden. Dem CD2, das aber eine ganz neue Zielgruppe anspricht. Familien. Das hier ist ein Dreirad. Es unterscheidet sich aber von den meisten anderen Dreirädern im Cargo-Bike-Bereich dadurch, dass die Vorderräder nicht hier links und rechts von der Box montiert sind, sondern weiter vorne. Und dadurch wird das Rad so eine Art Long John mit 3 Spuren. Der Vorteil ist, dass das ganze Achsgeraffel hier nicht unter der Box montiert sein muss, sondern hier vorne seinen eigenen Platz hat, ähnlich wie bei anderen Long Johns. Hier in der Mitte ist dann eine Ladefläche, die dadurch komplett unbeeindruckt ist, und hier hinten kommt dann das Cockpit, Sattel und das Hinterrad. Vorteile dieser Konstruktion sind, dass der gesamte Schwerpunkt des Fahrrads deutlich nach unten wandert, weil Kinder hier deutlich niedriger drin sitzen können und auch Ladung hier auf diesem sehr niedrigen Ladeboden fixiert werden kann. Und das ganze Fahrrad bleibt trotzdem verhältnismäßig schmal mit etwas unter 80 cm, wo andere Lastenräder mit einem ähnlichen Lenkprinzip auf bis zu 1 Meter kommen. Und damit das ganze Fahrrad nicht bei jeder Kurve unkontrolliert umkippt, hat H&F dem Ganzen eine patentierte Neigetechnologie verpasst. Und wie es sich damit fährt, das sehen wir gleich im Fahreindruck. Kombiniert wird diese Neigetechnologie dann mit einer Achsschenkellenkung, was natürlich ein komplettes Fahrwerk notwendig macht. Richtig hier mit Spurstangen, mit Querlenkern und allem. Und hier könnt ihr dann auch mal sehen, wie diese Lenkung funktioniert. Und diese ganze Konstruktion ist sehr präzise gefertigt. Wir haben hier größtenteils geschmiedete Teile aus Aluminium, die dann hier mit diesem Rahmen auch über Verschraubung fest verbunden werden. Und diese Lenkung, die lässt sich dann noch in 3 verschiedenen Stufen anpassen, falls man eine schnellere oder eine langsamere Lenkung bevorzugt. Diese Konstruktion ist wirklich super spannend, denn alle Verbindungsteile, alle Lager, hier die Spurstangen, das ist alles Technik aus dem Automobilbereich und sollte hier für so ein Fahrrad wirklich sehr, sehr lange halten. Du kannst das Rad jetzt einfach so abstellen, es ist aber nicht immer sinnvoll, außer vielleicht zum Flexen. Wenn du das dringende Bedürfnis verspüren solltest, es aufzustellen, dann muss man einfach diesen Hebel drücken und dann das Rad in eine aufrechte Position bringen. Und dann rastet es wirklich mit so einem satten Klicken ein. Und zum Ausrasten einfach hier drücken am Lenker und dann kippt es wieder und die Neigetechnologie ist eingeschaltet. Also, das Coole ist auch, dass sich dieses Bike in dieser arretierten Situation durchaus fahren lässt. Wenn man zum Beispiel langsam an eine Ampel ranfahren möchte, dann kann man einfach diesen Hebel drücken und bleibt auf dem Rad sitzen. Und wenn die Ampel dann auf grün springt, dann kann man einfach arretiert wieder losfahren und sobald man eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat,
dann rasselt man wieder aus und hat die Neigetechnik wieder eingeschaltet. Der hintere Rahmen ist dann der eines klassischen Full-Size Long John. Wir haben hier eine Doppelrohrkonstruktion, um die grundsätzliche Stabilität zu ermöglichen. Der Motor ist dann hier sehr schön eingefasst und das Hinterrad ist an verschiebbaren Ausfallenden angebaut, damit der Riemen sich auch ganz einfach spannen lässt. Also im Grunde eine sehr klassische Konstruktion hier hinten. Interessant ist aber, dass das ganze Fahrrad modular aufgebaut ist. Dieser Rahmen hier ist ein Teil und der wird dann mit verschiedenen Verbindungsteilen mit den vorderen Rahmen verbunden und der vordere Rahmen ist ebenfalls modular aufgebaut. Und interessanterweise finden sich hier einige Teile von dem CD1 wieder, von dem Vorgänger dieses Fahrrads, wie zum Beispiel diese Winkelteile hier unten, die sehr schön verarbeitet sind, aber auch dieses Rohr hier hinten, wo beim CD1 der Akku saß. Apropos Akku, wo ist der eigentlich? Lustigerweise war das eine der ersten Fragen, die ich mir tatsächlich gestellt habe. Ich habe das Akkufach nicht gefunden und musste die Quickstart-Anleitung konsultieren. Etwas, was ich vorher noch nie machen musste. Und hier steht, dass das Akkufach sich in der neuen Karosserie befindet. Nämlich hier. Diese Klappe lässt sich mit dem gleichen Schlüssel öffnen wie das Speichenschloss. Und wenn man die öffnet, dann offenbaren sich zwei Schächte. Der eine ist noch unbelegt, solange Bosch das smarte System noch nicht für Doppelakkus ermöglicht. Aber in dem zweiten befindet sich ein richtig dicker 750 Wattstunden Akku. Und der sollte auch große Reichweiten ermöglichen. Der lässt sich dann einfach einrasten und das Ganze lässt sich wieder schließen. In der Zwischenzeit könnte man hier natürlich auch einen zweiten 750 Wattstunden Akku einfach parken. Vielleicht hat Bosch die Doppelakku-Funktion ja schon ermöglicht, wenn du dieses Video siehst. Auf jeden Fall ist hier Platz für 1500 Wattstunden Akkukapazität. Das ist viel. Viel gibt es auch hiervon. Viel Kunststoff. LDPE ist das Material, aus dem diese Box hier gefertigt wurde. Und das ist das gleiche Material, aus dem zum Beispiel auch einfache Kunststofftüten gefertigt werden. Der Vorteil ist, dass dieses Material sich sehr leicht recyceln lässt, dadurch, dass es ein einfacher Kunststoff ist. Er ist auch verhältnismäßig weich, sodass das Ganze hier als Crash-Struktur dient. Und es lässt sich auch relativ leicht reparieren, sollte man mal irgendwo gegendotzen. Aber dann ist es in den meisten Fällen so, dass es einfach wieder zurück in seine Form springt. Aber diese Karosserie ist nicht nur in erster Linie verkleidend, sondern praktisch. Das CD2 zieht nämlich vollen Nutzen daraus, dass die Vorderräder hier links und rechts montiert sind und nicht nur eins in der Mitte. Denn hier befindet sich ein richtig großer Kofferraum. Denn der Kofferraum ist extra so groß gemacht worden, dass hier eine ganze Getränkekiste reinpasst und noch Kleinkram. Oder halt eine halbe, jetzt mittlerweile leider leere Getränkekiste und noch ein Helm. Oder die Rucksäcke der Kinder oder die eigene Tasche oder der halbe Einkauf oder was weiß ich. Hier ist richtig viel Platz drin. Und interessanterweise ist hier dieser Platz 30 x 40 cm groß. Also genauso groß wie eine halbe Eurobox. Und selbst hier, den Platz hier oben, könnte man auch noch für Kleinigkeiten nutzen. Das ist echt stark. Aber die richtige Party, die spielt natürlich hier in der Mitte. Denn H&F stellt das CD2 jetzt als richtigen Kindertransporter auf. Aber nicht ausschließlich. EPP, expandiertes Polypropylen, ist das Material, was hier im Wesentlichen diese Box ausmacht. Und es ist zu Recht eines der beliebtesten Materialien im Bereich der Cargo-Boxen momentan. Denn es ist leicht, es lässt sich in so ziemlich jede Form bringen, es lässt sich leicht recyceln und hat stoßdämpfende und isolierende Eigenschaften, damit es den Kindern hier drin nicht so kalt wird im Winter. Diese Box wird hier oben von einem stabilen Aluminiumrahmen umfasst und steht unten ebenfalls auf dem stabilen Aluminiumrahmen des Fahrrads. Auf der Innenseite gibt es Platz für 4 Kinder, die sich dann so gegenüber sitzen und auf flauschigem Moosgummi Platz nehmen können. Und als Zubehör wird auch ein Komfortset noch kommen, mit dem diese Siebdruckplatten hier noch gepolstert werden können. Dann sind hier 3-Punkt-Gurte verbaut mit Fidlock-Verschluss, die man aus vielen anderen Lastenrädern kennt. Und das Coole ist auch, sie lassen sich hier in 3 Stufen noch in der Höhe verstellen, falls unterschiedlich große Kinder hier mitgenommen werden. Aber sie lassen sich auch noch anders anordnen. Wenn man zum Beispiel mit 3 Kindern unterwegs ist, dann kann man hier die Gurte in die Mitte setzen und die Gurtschnalle hier unten ebenfalls in die Mitte. Oder bei 2 Kindern, die sich gegenüber sitzen wollen, könnte man auch beide Gurte vorne und hinten jeweils in die Mitte setzen. Was besonders stark ins Auge fällt, dank dieser Karosserie hier vorne, ist die Rückenlehne sehr hoch. Und auch hier auf der Rückseite wurde die Rückenlehne richtig hochgezogen. Dadurch finden auch größere Kinder gut Platz. Und die Box hat eine große Breite, sodass auch wiederum größere Kinder hier einfach drin sitzen können sollten. Aber H&F Nicolai weiß, dass nicht immer nur Kinder in dieser Box sitzen werden, sondern vielleicht auch mal
Dinge. Und deshalb wurden diese Sitzbänke so konstruiert, dass sie sich sehr einfach entnehmen lassen. Hier sind einfach 2 Handschrauben oder Handbolzen. Dann löst man noch den Gurt und schon lässt sich die ganze Bank einfach rausnehmen. Und dann entsteht hier ein ziemlich großer quadratischer Raum, der sich für alles mögliche andere nutzen lässt. Und dann kann man auch diese Bank einfach wieder draufschrauben. Das gelingt auch wirklich super schnell und einfach. Und zack, können hier wieder Kinderplatz nehmen. Und neben dem eben erwähnten Komfortset ist natürlich auch ein richtiges Regenverdeck hier in der Entwicklung, wodurch dann Kinder oder die Ladung auch bei Schiedwetter trocken transportiert werden kann. Und noch nicht mal das waren alle Möglichkeiten, um mit den CD2 Dinge mitzunehmen, sondern hier auf der Rückseite befinden sich auch noch so flache Taschen in dem EPP, um zum Beispiel flache Taschen mitzunehmen oder so kleine Dinge, das Smartphone etc. Und hier auf der Rückseite ist standardmäßig ein Ragtime-Gepäckträger mit dabei. Und hier sind dann auch noch Montagepunkte für eine Abus Bordeaux Schlosshalterung. Also echt durchdacht. Gleich ist der Moment gekommen, wo wir das CD2 einer Fahrprüfung unterziehen. Aber erstmal gucken wir uns kurz die Sitzgeometrie an. Das hintere Steuerrohr ist komplett senkrecht ausgeführt und das Sitzrohr ist dann verhältnismäßig steil für ein Rad, das verschiedene Leute beherbergen soll. Hier in der höchsten Sattelposition ist das Rad für Menschen bis etwa 1,95 Meter, 1,96 Meter geeignet. Und wenn wir den Sattel ganz runter machen, dann brauchen wir das hier, ein kleines Multitool, denn hier ist kein Schnellspanner verbaut. Ja, muss auch die richtige Größe nehmen, ne? Und hier in der niedrigsten Position ist es für Menschen ab etwa 1,70 Meter geeignet. Für kleinere Menschen wäre hier noch genug Platz, dann müsste man allerdings eine etwas kürzere Sattelstütze verbauen. Wenn ich mich hier draufsetzen möchte, dann muss ich einen sehr niedrigen Einstieg nur überwinden und habe dann eine sehr aufrechte Sitzposition. Der Lenker lässt sich mit dem verstellbaren Vorbau durchaus noch in der Höhe und in der Neigung so ein bisschen verstellen. Aber jetzt hier, ich mit 1,96 Meter sitze verhältnismäßig aufrecht, habe einen guten Überblick über den Verkehr und der Lenker, der hat eine angenehme Krümmung und ist angenehm breit, wie so ein richtiger klassischer Trekkinglenker. So, mit all dem Wissen, was wir jetzt gesammelt haben, machen wir das Fahrrad an, lösen die Bremse und fahren los. Vergessen zu beladen. Jetzt ist alles gepackt. Hier sind meine beiden Mitarbeiter, die Säcke und dann auch hier natürlich alles, was ich für diesen Dreh gebraucht habe und noch ein paar Tücher. Hier seht ihr den halben Kasten, meine Kameratasche und alles drum und dran. Alles sicher verstaut und dann können wir auch einfach draufsteigen, ohne uns Gedanken zu machen, dass das Rad kippt. Das ist wie gesagt ziemlich cool. So, und bei langsamer Fahrt, da kann man diese Arretierung einfach drin lassen. Und sobald man eine entspannte Geschwindigkeit erreicht hat, kann man die Arretierung lösen und dann mit der Neigetechnologie einfach weiterfahren. Wenn man mit dem CD2 unterwegs ist, dann fährt es sich wirklich außerordentlich natürlich. Die Enviolo braucht dabei natürlich immer so ein bisschen Arbeit, damit man das Maximum aus dem Motor rausholen kann. Denn man merkt schon, wenn man mit diesem Bike unterwegs ist, es ist einfach ein schweres Fahrrad. Das kann es auch gar nicht verleugnen, das will es aber auch gar nicht verleugnen. Aber trotzdem kann man sich hier gut in die Kurve legen und das Rad schiebt auch nicht über die Vorderräder. Wenn man umdrehen möchte, dann ist das CD2 natürlich nicht unbedingt mit dem kleinsten Wendekreis ausgestattet, aber man kommt hier bei so einer relativ kleinen Straße trotzdem ohne zu rangieren einmal komplett rum. Und jetzt fängt es gerade an zu regnen, deswegen machen wir mal den Bremstest auf trockener Straße, bevor hier gleich alles nass ist. So, wir sind bei 25 km/h und wir bremsen da vorne bei dem Gully. Und jetzt. Uff. Also hier bei dem Gully, bei dem blauen Punkt quasi, haben wir angefangen zu bremsen und jetzt stehen wir hier. Also das ist wirklich außergewöhnlich. Wir haben hier natürlich den Vorteil der 2 Räder vorne, durch die 50% mehr Grip auf der Straße ist, eine 50% größere Fläche als bei einem Long John zum Beispiel. Und wir haben natürlich diese 4-Kolbenbremsen rundherum an allen 3 Rädern mit 180 mm Bremsscheiben, die für eine echt gute Verzögerung sorgen. Also das ist echt beeindruckend. Das Rad ist quasi in weniger als der eigenen Länge aus 25 km/h so schwer beladen zum Stehen gekommen. Das ist wirklich cool. So, fahren wir wieder los.
Und auch über unebene Strecken fährt es sich nochmal deutlich anders als ein ungefedertes Long John. Dadurch, dass wir 2 Vorderräder haben, ist natürlich die Chance, ein Schlagloch zu erwischen, ein bisschen größer. Aber wenn man eins erwischt mit einem Rad, dann schlägt das nicht durchs komplette Fahrrad durch. Dadurch, dass das Fahrwerk so gestaltet ist, dass es eben in sich diese Unebenheiten so ein bisschen rausnehmen kann. Dadurch, wenn man eben irgendwelche Kannsteine hat oder irgendwelche unebenen Stellen, dann, wenn man da so ein bisschen schräg rüber fährt, dann fährt das Rad verhältnismäßig sanft darüber. Man hört natürlich trotzdem so ein bisschen Gerumpel hier, gerade auch von dem leeren Kasten, den ich da dankenswerterweise da noch drin gelassen habe. Aber das fährt sich trotzdem insgesamt sehr angenehm. Oh, Junge, Junge, Junge. Habe ich schon gesagt, dass es windig ist heute? Jetzt hier bei Offroad-Strecken fährt sich das Fahrrad sehr zuverlässig. Es fährt sich tatsächlich ähnlich wie ein Long John, nur einfach noch mit ein bisschen mehr Grip vorne drauf. Man kann es wirklich einfach und präzise irgendwo hinfahren. Es schaukelt sich auch hier bei diesem Untergrund nicht auf, sondern durch diese Fahrwerksgeometrie gleicht es Unebenheiten zu einem großen Teil aus. Auch wenn das Rad nicht gefedert ist, sorgen aber die dicken Reifen dann zuverlässig für noch so ein bisschen Federungskomfort auch hinten dran. Aber trotzdem würde ich immer eine gefederte Sattelstütze empfehlen für ein bisschen extra Komfort, zumindest auf dem Sattel. So, hier ist immer so eine Engstelle. Auch hier lässt sich das Rad zuverlässig bewegen. Man kann hier langsam durchfahren, man kann freundlich fahren. Das Rad neigt jetzt hier bei solchen langsamen Fahrten nicht dazu, irgendwie so hin und her zu schwanken. Also man ist nicht gezwungen, die ganze Zeit diese Neigungstechnologie zu arretieren. Von der Geräuschkulisse ist das Rad ebenfalls sehr angenehm. Wir haben keine störenden Nebengeräusche. So wie ich das auch bei dem Fahrwerk gesehen habe, sollte sich da auch im Grunde nichts groß lösen. Dieses Fahrrad ist wirklich ja, für den gewerblichen Zweck gemacht worden ursprünglich und sollte dadurch in privater Hand noch mal umso besser funktionieren. Hier werde ich nicht ganz so schnell fahren wie mit den anderen Rädern, aber auch das lässt sich dank der Bremsen richtig gut kontrollieren. Und hier ist natürlich auch relativ schmal und auch wenn dieses Rad gefühlt hier vorne breiter ist als andere Long Johns, ist es das in der Realität ja gar nicht. Mal kurz einrasten, damit wir einfach sitzen bleiben können, Gas geben. Hier dann noch einmal rüber, ausrasten und weiter geht's. Das Rad lässt sich leicht reinschmeißen. Man merkt natürlich, dass man hier ein ziemliches Geschoss hat, aber es lässt sich trotzdem ja, recht leichtfüßig tatsächlich bewegen. 42 km/h. Und jetzt werden wir ihn hochfahren, den Jerusalemsberg. Und natürlich wie immer in einer hohen Trittfrequenz und mit relativ wenig Leistung. Wir haben hier jetzt 175 Watt, 200 Watt Leistung mache ich immer so, 81 km/h, 81 Umdrehungen pro Minute. Wir sind jetzt bei 16 km/h, 13 km/h, 12,5, knapp 12 km/h, 186, 187 Watt, 88er Trittfrequenz. Also 12 km/h. Das ist nicht schnell, ich habe es aber auch nicht anders erwartet. Also der kräftige Bosch-Motor, der macht natürlich einen richtig guten Job. Die Übersetzung ist auch so abgestimmt, dass man auch stärkere Steigungen gut hochfahren können sollte. Man muss halt sagen, das ist einfach ein schweres Fahrrad, aber man kommt trotzdem zuverlässig hoch. Ja, so fährt sich das H&F Nicolai CD2. Es ist überraschend wendig, es bremst, als gäbe es keinen Morgen und es ist ausreichend schnell. Und jetzt gehen wir mal zurück zu Präsentationstillmann und zu den Preisen. Das H&F Nicolai CD2 startet in dieser Version mit der manuellen Enviolo ab 8.490 €. Wenn ihr die Enviolo Automatik haben wollt, dann kostet das Fahrrad 8.940 €. Und ich bin mir sicher, dieser Zahlendreher war Absicht. Das, was hier gerade so ein bisschen schief dreinblickt, ist in Wahrheit ein sehr, sehr spannendes Lastenfahrrad. H&F hat das CD1 genommen, in wesentlichen Punkten modernisiert und verbessert und dem Ganzen einen komplett neuen Nutzungszweck verpasst. Und ich bin sehr gespannt, wie es sich in den nächsten Wochen bei der Radelbande bewähren wird.
Aber jetzt seid ihr gefragt. Wie gefällt euch das H&F Nicolai CD2? Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Dann schreibt sie mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.